Hallo, schön, dass ihr mit dabei seid. Ich bin Ann-Christine und begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Schnittmuster- und Nähprojekt. Heute habe ich diese Jacke für euch. Es ist eigentlich eine Übergangsjacke bzw. eine Indoorjacke, die man auch mal anstatt eines Pullovers tragen kann. Zum Beispiel, wenn man sie so näht bzw. das Schnittmuster so konstruiert, wie ich es getan habe. Aber dazu sage ich dann später noch was während der Konstruktion und während des Nähens. Diese Jacke ist relativ einfach gehalten. Wir haben zwei verschlankende Nähte. Verschlanken warum? Weil sie so schräg zur Mitte zugehen. Das heißt, wir haben optisch so einen verschlankenden Effekt zur Taille hin. Ansonsten habe ich jetzt persönlich auf Taschen verzichtet. Mir ist das jetzt nicht so schrecklich wichtig. Wenn ihr möchtet, könnt ihr natürlich überall nochmal so eine aufgesetzte Tasche arbeiten. Da habe ich jetzt aber kein Schnittmuster für euch. Da müsst ihr dann ein bisschen selber probieren. Was gibt es noch? Ansonsten hat die Jacke einen Schlitz und eine Manschette mit einem Knopf und Knopfloch zum Schließen, na klar. Und dann haben wir hier noch einen ganz schlichten Ärmel mit einem leichten Puff. Also wirklich ein ganz leichter Puffärmel. Sie ist jetzt relativ kurz gehalten. In meinem Falle, sie geht so leicht 4 cm über die Taille. Aber das könnt ihr euch natürlich entsprechend selber aussuchen, wie lange ihr eure Jacke haben möchtet. Ich würde vorschlagen, wie immer, ich schwafel jetzt nicht weiter drum herum, sondern wir steigen gleich ein in die Schnittkonstruktion. Danach zeige ich euch, wie das Oberteil bzw. die Jacke genäht wird. Und dann sehen wir uns gleich nochmal zu einem kleinen abschließenden Wort wieder. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen und würde mich natürlich auch über eure Kommentare freuen. Los geht es, wie eigentlich immer bei mir, mit dem Vorderteil. Ich habe den Grundschnitt mit fast allen Markierungen auf Extrapapier übertragen. Ich sage fast, weil ich den Taillenabnäher ignorieren und ihn deswegen auch nicht einzeichnen werde. Der bringt die Mehrweite, die die Jacke haben soll. Anfangs habe ich auch noch überlegt, 1 cm an der Seitennaht anzustellen, habe mich aber dagegen entschieden. Ich möchte die Jacke eher als Pulli-Ersatz tragen und nicht unbedingt als Überjacke für draußen. In dem Falle würde ich auf jeden Fall 1 cm zusätzlich an die Seitennaht anstellen. Ich würde aber vorschlagen, dass ihr das auch von eurem Stoff abhängig macht. Ist er fest und dicker, dann plant einfach mehr Mehrweite ein. Aber ihr macht ja sowieso ein Probeteil und könnt daran die Passform ja erkennen und gegebenenfalls noch Sachen korrigieren, die euch nicht gefallen. Demnach kann ich die Taillenlinie gerade anzeichnen. Kommen wir zu den Änderungen am Schnitt. Die Schulter verbreite ich am Armloch um 1 cm und setze sie 0,5 cm hoch. Auch wenn ich keine Schulterpolster einarbeiten möchte, kann es ja doch mal sein, dass ich etwas Dickeres darunter ziehen möchte. Den Halsausschnitt verbreite ich um 1 cm und verbinde nun die neue Markierung mit einer Linie. Das Armloch vertiefe ich um 1,5 cm und zeichne die neue Kurve an. Dabei arbeite ich auch etwas Mehrweite ins Vorderteil ein. Den Halsausschnitt vertiefe ich um 1 cm. Auch hier die neue Kurve anzeichnen. Als Knöpfe benutze ich diese Jeansknöpfe zum Einschlagen. Einen dieser Knöpfe lege ich an die vordere Mitte und markiere mir so die Breite. Hier sind es 2 cm. Parallel zur vorderen Mitte in dem Abstand eine Linie zeichnen und 1 cm Nahtzugabe stelle ich auch gleich mit an. Das wird also mein Über- bzw. Untertritt. Meine Passe wird 4 cm tief. Im rechten Winkel zur vorderen Mitte eine Linie über das Oberteil ziehen. Als nächstes zeichne ich den Beleg an. Der wird 6 cm breit, ebenfalls an der Schulter. Und nun zeichne ich ihn mit einer schönen Kurve aus.
Dabei denke ich daran, dass ich die Kanten mit Schrägband einfassen möchte. Je geschmeidiger also die Kurve, desto einfacher das Einfassen. Jetzt stelle ich schon einmal soweit die Nahtzugabe an. Ich arbeite mit unterschiedlichen Nahtzugaben. Das kann man machen, man muss aber auch ziemlich aufpassen, das habe ich nämlich auch gemerkt. Hier habe ich 1 cm Nahtzugabe an den Schultern angezeichnet. Es müssten aber 1,5 cm sein, das habe ich später dann geändert. Zeichnet am besten überall die gleiche Nahtzugabe mit 1,5 cm an und verschneidet sie dann, also schneidet sie schmaler, wenn es angebracht ist. Ist einfacher. Hier bin ich gerade an der Taille fertig mit der Nahtzugabe. Und weil es gerade so praktisch ist, zeichne ich das Schnittteil für das Vorderteil unten. Also im Prinzip das Taillenband. Parallel zur Taille eine Linie zeichnen. Nach 1 cm eine weitere, das ist die Nahtzugabe. Mein Taillenband soll eine Endhöhe von 4 cm haben. Die zeichne ich ebenfalls und stelle auch gleich meinen 1 cm Nahtzugabe an. In Verlängerung zur Seitennaht im rechten Winkel zu den gezeichneten Linien die Seite anzeichnen und 1 cm dazu, weil unsere Seitennaht hier noch keine Nahtzugabe hat. Genauso in Verlängerung zur Knopfleiste, also zum Über- und Untertritt, eine Linie zeichnen. Das Teil beschriften und ausschneiden. Papier unter den Schnitt legen und den Beleg übertragen. Ich benutze wieder ein Kopierrädchen dazu. Ausschneiden und beschriften. Auch fertig. Hier seht ihr den eigentlichen Endpunkt meiner Brustabnäher-Schenkel. Der liegt ca. 3,5 cm vor meinem Brustpunkt. Damit ich den schrägen Nahtverlauf aus dem Armloch zur Taille hinbekomme, verlege ich diesen noch ein wenig in Richtung Seitennaht. Den Brustabnäher werde ich in eine Wiener Naht umwandeln. Das heißt, die neue Linie reicht an die Abnäherspitze heran. Ich zeichne die Schräge und verbinde dann die Abnäherschenkel am mittleren Punkt mit dieser Linie. Danach zeichne ich meine zweite Schräge. Die geht von der Mitte der Passennaht zu einer Markierung, die ca. 4 cm von der vorderen Mitte entfernt liegt. Jetzt stelle ich auch schon einmal an der Seite die Nahtzugabe an. Verlängere die Abnäherschenkel und schneide mein Schnittteil aus. Die vordere Mitte entspricht dem Fadenlauf. Den müssen wir auf die anderen 2 Bereiche übertragen, also parallel zur vorderen Mitte 2 Linien zeichnen. Danach den Schnitt an den Linien auseinanderschneiden. Erst die Passe und nicht vergessen, gleich Nahtzugabe anstellen. Nun messe ich das Armloch an der Nahtlinie aus und schreibe mir den Wert auf und schneide den Schnitt weiter auseinander.
den Brustabnäher schließen. Dazu an einem Schenkel bis zur Spitze schneiden und die Schenkel dann bündig aufeinander kleben. Als nächstes an allen Schnittkanten Nahtzugabe anstellen. Vorher korrigiere ich aber noch die Seitennaht. Wie gesagt, nacheinander unter die Schnittkanten Papier kleben und die Nahtzugabe anstellen. Hier zeichne ich noch eine Ansatzmarkierung an. Die Schnittteile für das Vorderteil sind fertig, weiter geht es mit dem Rückteil. Das ist schön einfach. Den Grundschnitt auf Extrapapier übertragen und die gleichen Veränderungen vornehmen wie auch schon beim Vorderteil. Die Schulter beim Armloch 1 cm verbreitern und 0,5 cm erhöhen. Jetzt falte ich den Schulterabnäher und zeichne die neue Schulterlinie an. Den Halsausschnitt verbreite ich um 1 cm und vertiefe ihn um 0,5 cm. Den Ausschnitt neu zeichnen. Nicht so, das sieht fürchterlich aus. So ist es besser. Das Armloch um 1,5 cm vertiefen und die neue Kurve zeichnen. Auch hier gebe ich etwas Mehrweite in das Rückteil hinzu. Jetzt das Armloch messen und den Wert aufschreiben. Den Taillenabnäher ignoriere ich und zeichne die Nahtzugabe bei der Seitennaht an. Die Jacke bekommt eine rückwärtige Naht und da ich ein bisschen Form hineinbringen möchte, gehe ich bei der hinteren Mitte auf der Taillenlinie 1 cm rein und lasse diese Markierung mithilfe einer leichten Rundung in die vorhandene hintere Mitte einlaufen. Das nimmt jedoch wieder mehr Weite aus der Jacke, das im Kopf behalten. Nun die Nahtzugabe anzeichnen und das Teil beschriften. Genau wie beim Vorderteil zeichne ich jetzt das rückwärtige Taillenband an. Da es an der hinteren Mitte an den Stoffbruch angelegt wird, ziehe ich die Linie im Verlauf zur Nahtlinie nach unten, bei der Seitennaht im Verlauf der Außenkante. Beschriften und alles ausschneiden. Fehlt noch der rückwärtige Beleg. Papier unterlegen und den Beleg übertragen. Dieser wird genauso breit wie der des Vorderteils. An der Schulter 6 cm und bei der hinteren Mitte ebenfalls.
Ausschneiden und beschriften. Damit haben wir auch das Rückteil fertig. Nun den Halsausschnitt von Vorder- und Rückteil an der Nahtlinie ausmessen. Auf Papier eine Waagerechte ziehen. Parallel dazu im Abstand von 1,5 cm eine weitere. Von dieser Linie 2 cm abmessen und anzeichnen und von dieser Linie 4 cm. Mein Kragen soll mal etwas üppiger werden. Die gesamte Höhe beträgt also 6 cm. Im rechten Winkel eine Senkrechte zeichnen und von dieser den gemessenen Wert des rückwärtigen Halsausschnittes abmessen. Von diesem Punkt den gemessenen Wert des vorderen Halsausschnittes abmessen. Im rechten Winkel eine Linie an beiden Markierungen hochzeichnen. Das ist übrigens der Schulteransatzpunkt, bzw. das hier. Von dieser Spitze gehe ich 1,5 cm nach links und von dort im rechten Winkel 1,5 cm nach oben. Diese Markierung mit der vorderen Markierung verbinden. Einen kurzen rechten Winkel zur Schräge zeichnen und dann die Linie in die vorhandene Linie bei 1,5 cm einlaufen lassen. Den oberen Punkt mit einer leicht geschwungenen Linie in die vorhandene Linie einlaufen lassen. Man könnte die Spitze auch rund machen, aber das lasse ich so. Und stelle jetzt bis auf hier, weil hier das Teil an den Stoffbruch angelegt wird, meine Nahtzugabe rundherum an. Ausschneiden. Kommen wir zum Ärmel. Ich habe meinen Ärmelgrundschnitt mit allen Markierungen auf Extrapapier übertragen und werde auch den Ellbogenabnäher nähen. Deswegen zeichne ich hier die Abnäherschenkel ein. Dann habe ich meine gemessenen Werte für Ärmel und Armloch verglichen und gesehen, dass mein rückwärtiger Ärmel 1 cm kürzer ist als das Armloch. Das sollte nicht sein. Deswegen stelle ich erst einmal 1 cm an dieser Seite an. Damit ist der Ärmel genauso lang wie das Armloch, was jetzt auch nicht sein sollte, denn der Ärmel sollte immer mehr Weite haben als das Armloch. Da ich aber einen leichten Puffärmel arbeiten möchte, kommt gleich noch genügend Mehrweite dazu, sodass das Oberteil auf jeden Fall eine schöne Schulter bekommt. Dann habe ich meinen Oberarm gemessen und die Breite des Ärmels und beide Werte verglichen. Da fand ich dann, dass ich noch etwas mehr Bequemlichkeitsweite gebrauchen könnte und werde deswegen 2 cm mehr an Oberarmumfang in den Ärmel geben. Zuerst im rechten Winkel zum Fadenlauf über den Ärmel eine Linie zeichnen, so wie hier. Von unten kommend den Ärmel zur Armkugel einschneiden und von oben zur Armkugel ebenfalls. Danach nach rechts und links zu den Seitennähten und auch hier von außen kommend ebenfalls einschneiden. Auf extra Papier eine Gerade zeichnen, parallel dazu bei 1 cm und 2 cm eine weitere. Die mittlere Linie ist der Fadenlauf bzw. die Ärmelmitte. Jetzt klebe ich die Armkugel an die äußeren Markierungen, so wie man es hier sieht, und da ich den Saum ebenfalls verbreitern möchte, klebe ich die Schnittkanten ebenfalls an die äußeren Markierungen. Als nächstes gebe ich die Mehrweite in die Armkugel, die mir ja später diesen gemäßigten Puffärmel geben soll. Wieder im rechten Winkel eine Linie über den Ärmel zeichnen und dann vom Kreuzungspunkt zur Armkugel alle 2,5 cm circa eine Linie zeichnen. Man hätte auch nur mit 2 Linien pro Seite arbeiten können, aber manchmal macht man sich die Welt komplizierter, als sie eigentlich sein müsste. Ich zeichne also 3 Linien pro Seite und schneide sie dann von oben kommend zum Kreuzungspunkt ein.
aber so, dass sie an der Spitze verbunden bleiben. Danach schneide ich den oberen Teil an der eben gezeichneten Linie ab und klebe Papier darunter. Den Fadenlauf nach oben hin verlängern. Ich hebe die Armkugel um 3,5 cm an. Die Seitennähte bleiben im Verlauf verbunden und nun die oberen Teile gleichmäßig in die Weite verteilen. Festkleben und die Armkugel korrigieren. Als nächstes die Nahtzugabe anzeichnen. Der Ärmel bekommt eine Manschette. Den Ärmel kürze ich um die Höhe der Manschette, bei mir hier um 8 cm. Danach überprüfe ich, ob beide Ärmelseiten gleich lang sind. Falls es nicht so sein sollte, korrigieren. An der Manschettenkante Nahtzugabe anstellen und dort abschneiden. Der Umfang meiner Manschette richtet sich nach dem Umfang meiner Hand, und zwar so, dass sie, ohne dass ich einen Verschluss öffnen muss, durchpasst. Das messe ich hier aus. Danach zeichne ich die Manschette. Meine wird 20,5 cm lang und letztendlich fertig genäht 7 cm hoch. An einer Seite stelle ich noch den Unter- bzw. Übertritt von 2 cm an und die Nahtzugabe ebenfalls. Beschriften und ausschneiden. Da der Ärmel unten weiter ist als die Manschette, muss ich später Stoff einhalten. Das kann man zum Beispiel machen, indem man die Stoffkante mit Hilfe von Raffnähten rafft oder, so wie ich es hier jetzt mache, 2 Falten einarbeitet. Die Falten werden so gelegt, dass sie in Richtung Naht hin aufspringen. Und hier stelle ich noch 0,5 cm mehr an Nahtzugabe an. Ich habe meinen Stoff zugeschnitten und die Schnittteile schon einmal vorbereitet, also alle Markierungen übertragen und zum Teil auf der linken Stoffseite mit Einlage verstärkt. Welche das sind, zeige ich jetzt. Ein Kragenzuschnitt, beide vordere Belegteile, ein Zuschnitt des Taillenbandes Rückteil, ein Zuschnitt für das Taillenband Vorderteil. 2 Zuschnitte der Ärmelmanschetten, den rückwärtigen Beleg. Zusätzlich habe ich die Bereiche des vorderen Halsausschnittes und des Armloches bei allen Teilen mit flexiblem Nahtband beklebt, beim Rückteil ebenfalls. Nach dem Nähen der Abnäher bügele ich noch fadenverstärktes Nahtband auf, um die Schultern vom Ausziehen zu schützen. Hier habe ich den Ärmelabnäher eingezeichnet. Ich beginne damit, meine Abnäher zu schließen. Dazu stecke ich die markierten Abnäherschenkel bündig aufeinander. Zuerst die Ärmelabnäher, danach die Schulterabnäher. Ansonsten stecke ich schon einmal alles, was ich dann auch gleich nähen kann. Die vorderen Belege rechts auf rechts an den rückwärtigen Beleg. Die Kragenzuschnitte rechts auf rechts aufeinander. Je einen Manschettenzuschnitt mit und ohne Einlage. Die Taillenbänder von Vorder- und Rückteil.
Also die mit Einlage beklebten Zuschnitte rechts auf rechts aufeinander stecken und die ohne ebenfalls. Und das seitliche Vorderteil mit dem mittleren. Hier wird zuerst links auf links gesteckt, da ich Kappnähte arbeiten möchte. Wenn ihr reguläre Nähte haben möchtet, dann steckt ihr auch hier rechts auf rechts. Die Abnäher nähe ich mit Hilfe meiner dünnen Pappschablone, die ich an die Nahtmarkierung lege. Dadurch schieben die Lagen nicht und die Abnäher lassen sich einfacher nähen, wie ich finde. Ich nähe über die Spitze hinaus, hebe mein Füßchen, ziehe den Stoff nach vorne und nähe noch ein paar Stiche auf dem Abnäherinhalt. Beim Kragen nähe ich erst einmal nur die Oberkante und steppe dann die Nahtzugabe knappkantig zum Nahtschatten auf dem Kragenteil fest, also der Teil, der mit Einlage beklebt ist. Bei den Manschetten nähe ich auch erst einmal nur eine der langen Kanten. Und zum Schluss die Taillenbänder und die gesteckten Vorderteile. Die Nahtzugabe der Belege verschneiden und auseinanderbügeln. Die Abnäher beim Ärmel nach oben bügeln. Bei den Manschetten die Nahtzugabe des später innen liegenden Teils zurückschneiden, auseinander und dann umbügeln. Und zwar so, dass die Naht auf die Rückseite rollt. Die Nahtzugabe der Taillenbänder verschneiden und auseinanderbügeln. Beim Rückteil bügele ich die Abnäher zum Halsausschnitt. Wie ihr sehen könnt, habe ich die hintere Mitte schon geschlossen. Auch hier, um eine Kappnaht arbeiten zu können, habe ich die Zuschnitte links auf links gelegt und dann abgesteppt. Beim Rückteil könnt ihr euch auch überlegen, in welche Richtung die Naht liegen soll. Ich habe mich für die rechte Seite entschieden und kürze die darunter liegende Nahtzugabe jetzt um mehr als die Hälfte ein. Danach beide Nahtzugaben in die gewählte Richtung bügeln. Und nun die längere Nahtzugabe um die kurze herum an die Naht legen, bügeln, stecken und dann knappkantig absteppen. Genauso bereite ich die beiden Vorderteile vor. Ich finde, dass die Naht glatter liegt, wenn sie in Richtung Seitennaht zeigt, aber das müsst ihr ausprobieren. Beide Nahtzugaben in diese Richtung legen und die unten liegende auch wieder um etwas mehr als die Hälfte verschneiden. Wieder in Position bügeln und die längere Nahtzugabe um die kürzere an die Naht legen und feststecken. Da wir hier eine Rundung haben, am besten so ein Schneiderkissen oder etwas ähnliches darunter legen, sodass der Stoff auch in der Rundung glatt liegt. Danach stecke ich die verbliebenen Vorderteile links auf links und steppe sie genauso wie auch schon zuvor. Knappkantig absteppen. Ich benutze übrigens dazu meinen Reißverschlussfuß.
Den Kragen bügele ich erst einmal so, wie er später fertig liegt und gleiche den Überstand aus. Nun den Kragen rechts auf rechts legen und zwar so, dass die gebügelte Falz mittig liegt und die Seiten stecken und absteppen. Auf links wenden, gut bügeln und etwas weniger als füßchenbreit rundherum absteppen. Meine Vorderteile sehen jetzt so aus und das Rückteil so. Ich habe noch eine weitere Naht knappkantig zur Verbindungsnaht genäht, um zu sehen, ob das besser aussieht. Durch den Stoff fiel das aber gar nicht auf und deswegen habe ich es bei den anderen Nähten dann auch nicht mehr gemacht. Wenn ihr einen anderen Stoff habt oder mit Kontrastnähten arbeitet, dann sieht das sehr schick aus, wenn man zwei sichtbare Nähte hat. Und hier bügele ich noch schnell das fadenverstärkte Nahtband auf die Schultern und stecke dann die oberen Vorderteile, sprich passen, an das Oberteil. Auch wieder links auf links, weil ich hier Kappnähte arbeiten möchte. Meine Kappnaht zeigt in Richtung Saum, deswegen verschneide ich die Nahtzugabe des unteren Vorderteils wieder und arbeite und steppe meine Kappnaht. Die Außenkanten des Beleges werden mit Schrägband eingefasst. Die Kante wird zwischen das Band gelegt und abgesteppt. Das mache ich dann auch gleich an der Maschine und stecke nicht großartig. Sieht doch ganz schön aus, oder? Bei den Ärmeln nähe ich 2 Nähte mit größter Stichlänge, um die Armkugel später zu raffen. Die laufen von Ansatzmarkierung zu Ansatzmarkierung. Außerdem lege ich meine Falten im Saum. Die springen wie gesagt in Richtung Naht auf. Am besten mit einer Naht innerhalb der Nahtzugabe fixieren. Als nächstes die Schulternähte schließen. Danach werden die Nahtzugaben auch wieder mit Schrägband eingefasst, genauso wie beim Beleg. Und so sieht das Ganze dann aus. Die Nahtzugaben einmal flach und dann auseinanderbügeln. Jetzt stecke ich den Kragen an und steppe ihn mit einer Hilfsnaht innerhalb der Nahtzugabe ab. Habt ihr das Gefühl, dass der Kragen zu weit ist, dann schneidet einige Male mit der Schere in die Nahtzugabe des Oberteils. Nur ein paar Millimeter, nicht zu weit, nicht zu nah in Richtung Nahtzugabe. Dann kann man aber den Stoff einfacher bündig aufeinander stecken, weil die Schnitte dann etwas aufspringen und das Ganze wird einfacher. Der Kragen sitzt erst einmal und nun wird der Beleg rechts auf rechts angesteckt. Achtet hier darauf, dass die Nähte von Oberteil und Kragen bündig aufeinander liegen.
Ich habe da etwas geschludert und nicht aufgepasst und erst ganz zum Schluss, also wirklich als alles schon fertig war, gemerkt, dass es bei mir nicht so ist. Da konnte ich dann aber nicht mehr sehr viel ändern, weil ich auch alles schon abgeschnitten und verschnitten hatte. Es war so blöd von mir. Deswegen mein Rat an euch, lieber zweimal vorab checken. Den Beleg absteppen. Da wir viele Lagen haben und der Denim nicht gerade super dünn ist, macht es Sinn, hier und da Nahtzugabe zu verschneiden. Bei den Ecken zum Beispiel. Die Nahtzugabe des Beleges kürze ich um fast die Hälfte ein und schneide ebenfalls im Bereich des Halsausschnittes einige Male zur Naht ein. Hier kann auch noch etwas weggeschnitten werden, genauso wie hier und hier. Die Nahtzugabe des Kragens kürze ich auch noch ein bisschen ein und steppe die Nahtzugabe an der vorderen Mitte und dem Halsausschnitt auf dem Kragen knappkantig zum Nahtschatten fest. Das erleichtert das Bügeln später ungemein. Wie gesagt, gut ausbügeln und stecken. Und jetzt zeige ich euch noch einen kleinen Trick, wenn ihr Nahtkreuzungen habt, die wirklich dick sind, mit vielen Lagen und ihr Bedenken habt, dass eure Maschine das schafft. Mit einem Hammer flachklopfen. Also ein Stück Holz unterlegen, etwas zum Schutz darüber und klopfen. Das macht einen wirklich großen Unterschied. Ist auch gut gegen Stress. Nun steppe ich den gesteckten Bereich, also Außenkante und am Kragen entlang auf dem Oberteil im gleichen Abstand ab wie beim Kragen. An der Nähmaschine habe ich auch gleich den Beleg festgesteppt. Beim Rückteil mit Hilfe einer kleinen Naht über die Kappnaht und bei den Schultern habe ich im Nahtschatten genäht. Die Ärmel werden eingesteckt. Bis zu den Ansatzmarkierungen glatt und ab der Ansatzmarkierung raffe ich den Ärmelstoff, bis er ins Armloch passt. Dabei raffe ich aber so oder lege die Fältchen so, dass sie zum Schulteransatzpunkt am dichtesten sind. Bis dahin nur leicht raffen.
Absteppen und die Nahtzugabe auf dem Vorderteil feststeppen. Hier den gleichen Abstand zum Nahtschatten wählen wie zur Außenkante des Kragens. Normalerweise hätte ich die Nahtzugabe ebenfalls mit Schrägband eingefasst. Hier habe ich sie nur mit der Overlock versäubert, um euch zu zeigen, wie das aussehen würde, falls ihr euch das Einfassen mit Schrägband später sparen wollt. Nun die Seitenkanten rechts auf rechts aufeinander stecken und absteppen. Die Nahtzugaben getrennt voneinander mit Schrägband einfassen. Nahtzugaben einmal glatt und danach auseinanderbügeln. Und dann habe ich mir überlegt, dass ich doch einen Schlitz im Ärmel haben möchte. Man hat einfach mehr Platz zum Nähen. Das war eigentlich der ausschlaggebende Grund und ist auch sonst flexibler, was das Tragen angeht. Das ist hier jetzt wirklich gar kein Problem. Ich möchte meinen Schlitz 7 cm hoch haben und messe das auf der Seitennaht ab. An der Markierung vernähe ich noch einmal und trenne dann die Naht von unten kommend auf. Einmal um den Schlitz herum nähen und oben über die Naht einige Male vor- und zurücknähen, um die Naht zu verstärken. Bei den Manschetten zeichne ich mir die Nahtzugabe und den Untertritt an. Und zwar gegengleich, weil die Seite mit der Einlage außen liegen soll. Ebenfalls bügele ich eine Kante für 1 cm, also in Nahtzugabenbreite, auf die linke Stoffseite. Nun wird die Manschette angesteckt. Ihr legt das Vorderteil so vor euch, dass es euch anschaut und auch, dass der vordere Ärmel nach oben zeigt. Jetzt an diesen oben liegenden Schlitz die Manschette an die 1 cm Markierung stecken und an den unten liegenden Schlitz den Teil der Manschette mit der Markierung für den Beginn des Untertrittes. Also ihr steckt den Beginn des Untertrittes an den Schlitz. Absteppen und die Seiten der Manschette rechts aufeinander stecken und auf einer Seite in Breite der Nahtzugabe nähen. Und auf der anderen Seite die Seite bis zur Unterkante. Nadel stecken lassen und die Unterkante über die Länge des Untertrittes, bis also der Schlitz beginnt, absteppen. Nun auch wieder ein bisschen Nahtzugabe verschneiden und die Manschette auf rechts wenden. Die Ecken, soweit es möglich ist, gut ausformen und bügeln. Die Nahtzugabe in die Manschette bügeln. Danach die Nahtzugabe innen über die vorhandene Naht legen und feststecken. Wenn man möchte, kann man gerne heften. Wenn man auch noch möchte, dann kann man zur Verstärkung der Knopfseite noch ein Stück festere Einlage aufbügeln. Und dann stelle ich mich meinen Monstern und steppe im Nahtschatten. Das ist ja normalerweise nicht so meins. Ist auch nicht wirklich schön geworden. Dann habe ich die Manschette im gleichen Abstand wie schon vorher einmal rundherum abgesteppt. Das Taillenband rechts aufeinander stecken und eine lange Oberkante absteppen. Und nun rate ich euch in dem Zuge auch gleich die kurze Seitennaht zu nähen, also beide.
Dann könnt ihr schön sehen, ob eine schöne, rechteckige Vorderkante entsteht. Ich mache es nämlich gleich anders, aber das hat sich bei dem Stoff als wirklich nicht gut herausgestellt. Die Nahtzugabe des innenliegenden Bandes verschneiden, auseinanderbügeln und in Form bügeln. Ich stecke jetzt die Vorderkante mit einem Zentimeter Abstand zur kurzen Kante rechts auf rechts an das Taillenband und achte auch wieder darauf, dass die Seitennähte bündig aufeinander liegen. Die Nahtzugabe in das Taillenband bügeln. Vorher gerne auch wieder überschüssige Nahtzugabe abschneiden. Auch hier kann man zur Verstärkung des späteren Knopfes zusätzlich Einlage bügeln. Und nun lege ich die Vorderkanten des Bandes rechts auf rechts und steppe sie in Breite der Nahtzugabe im Verlauf der Vorderkante ab. Auf rechts wenden. Auf der linken Stoffseite die Stoffkante einschlagen, sodass sie knapp über der Naht liegt und feststecken. Auch wieder im Nahtschatten feststeppen und das Taillenband auf der rechten Seite im bekannten Abstand rundherum absteppen. Okay, das ist normalerweise nicht das, was ich von mir erwarte. Der untere Abschluss ist eine mittelschwere Katastrophe und sieht fürchterlich aus. Zu meiner Entschuldigung, ich habe wirklich versucht, die Stelle zu korrigieren, habe mehrfach daran rumgenäht und es ist jedes Mal nur noch schlimmer geworden, bis ich es dann einfach so gelassen habe. Der Anblick macht mich nicht super glücklich, aber das Teil ist tragbar und wenn man die Jacke offen lässt, dann fällt es eigentlich auch gar nicht weiter auf. Ich weiß ja, dass das Problem im überwiegenden Falle vor der Maschine sitzt, aber in dem Fall gebe ich auch dem Stoff eine gewisse Mitschuld, weil er nämlich einfach nur doof ist. Ich bin mir sicher, dass ihr ein besseres Händchen bei der Stoffwahl haben werdet und auch sorgfältiger und schöner arbeiten werdet als ich hier. Zum Schluss markiere ich noch die Position der Knopflöcher und nähe diese dann und schlage danach die passenden Knöpfe ein. Das war übrigens super. Mal nicht annähen, sondern einfach nur mit dem Hammer draufschlagen. Perfekt, besonders nach dem Ärger mit dem unteren Jackenabschluss war das sehr, sehr, sehr befreiend. Aber hier nun die fertige Jacke.
Wie ich ja erwähnt habe, das Schnittmuster ist wirklich einfach gehalten. Ihr könnt euch da richtig austoben, ihr könnt aufgesetzte Taschen arbeiten, ihr könnt, wenn ihr schon ein bisschen erfahrener seid in der Schnittkonstruktion, in diese verschlankenden Nähte auch eine Nahttasche arbeiten. Ihr könnt spielen, ihr könnt Farben kombinieren, ihr könnt Muster kombinieren, ihr könntet die Passen anders arbeiten, die Ärmel. Ihr habt wieder ganz, ganz viele Möglichkeiten, diese Jacke zu gestalten. Ihr könnt in der Länge variieren, in der Breite. Da seid ihr wieder ganz frei und könnt eurer Fantasie freien Lauf lassen. Ich habe jetzt für diese Jacke diesen Stretch Denim benutzt, der sich nicht gut dafür geeignet hat. Ich würde euch tatsächlich vorschlagen und euch ans Herz legen, einen Stoff ohne Stretch zu benutzen. Zum Beispiel ein Baumwoll-Twill, ein Denim ohne Stretch, ein Leinen wäre auch ganz toll. Ihr könnt einen Köper benutzen. Also wirklich Stoffe, die ein bisschen Griff haben, ein bisschen fester sind, aber eben kein Stretch. Denn dann habt ihr wirklich ein Top-Ergebnis, gerade was die Knopfleiste angeht und auch unten das Taillenband, was den Abschluss da angeht. Das ist bei mir ja wirklich nicht wirklich schön geworden. Und ja, ich habe es gesagt, das Problem liegt natürlich auch bei mir. Irgendwann hatte ich nämlich die Nase mal gestrichen voll und habe es dann einfach nur zusammengefummelt. Aber ein bisschen gebe ich die Schuld auch diesem Stoff. Nun hatte ich ihn aber, das war so ein folierter Stoff, das heißt, er war einmal komplett glänzend. Dann habe ich ihn gewaschen, obwohl ich ihn wirklich sehr, sehr milde und sanft behandelt habe, hat sich diese Folierung komplett abgelöst. Übrig blieb also nur noch Glitzer. Und dieser Glitzer hat sich dann auch noch überall auf die andere Wäsche gesetzt. Also habe ich mir überlegt, ich benutze diesen Stoff für irgendwas, was ich nicht so häufig waschen muss, also auch nicht mit anderen Teilen waschen muss. Und da bot sich diese Jacke halt an. Aber mit diesem Stretch, das war nur so halbe. Ihr seid bestimmt viel, 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 viel besser darin, einen geeigneten Stoff auszusuchen. Und ich bin schon ganz gespannt, was ihr mir schreibt. Thema Schreiben, schreibt mir auch wieder gerne unter das Video in die Kommentare, wie ihr eure Jacke gestalten würdet. Welchen Stoff würdet ihr nehmen? Welche Farbe? Würdet ihr Stoffe kombinieren? Würdet ihr Farben oder Muster kombinieren? Würdet ihr die Passen anders arbeiten? Würdet ihr vielleicht doch noch eine Tasche aufsetzen? Schreibt mir all diese Dinge gerne unter das Video. Ich finde das immer super interessant zu lesen, welche Farbkombination ihr wählen würdet, wie ihr das Ganze gestalten würdet. Manchmal, man ist ja recht eingefahren in seiner Vorstellung mit dem, was man gerade macht. Und ich finde es immer aufregend, spannend zu lesen, wie ihr die Sachen gestalten würdet. Also, wenn ihr Zeit habt, wenn ihr Lust habt, schreibt mir gerne unter das Video in die Kommentare. Und jetzt danke ich euch natürlich wieder ganz, ganz herzlich, dass ihr mit dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, das Schnittmuster hat euch gefallen. Und ich wünsche euch noch eine ganz, ganz tolle Zeit bei eurer Nähmaschine. Habt wieder richtig viel Spaß, habt wieder Lust und Laune, jetzt auch für den Herbst vielleicht zu arbeiten, für das kommende Frühjahr, für den Winter oder auch noch für den Sommer. Es kommen ja auch irgendwann mal wieder kältere Tage im Sommer. Ich würde mir auf jeden Fall wünschen und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, alles Liebe, eure Ann-Christine.